Grüß euch, ich bin's wieder, der Peter vom Atelier Mörd. Heute gibt's einen richtigen Leckerbissen. Ich zeige euch, wie ich die Zagenkranzmodelle mache und warum ich so mache. Mehr davon nach dem Intro. Danke, Tobias. Also, es gibt mehrere verschiedene Methoden, einen Zagenkranz zu machen. Eine übliche ist, dass man also ein dünnes Bretterl hat von 1,5 cm oder 1 cm, wo man im Prinzip dann die Klötze zubeleimt. Und letztendlich muss man sie dann ziemlich spülen, dass die Klötze überall die richtige Höhe haben, dass der Zagenkranz sozusagen passt, dass die Reifchen passen. Ich habe mich da zum anderen Weg entschlossen. Das heißt, ich mache sogenannte Vollmodelle, sprich, bei mir ist, für eine Geigen zum Beispiel, hat es da schon genau diese 31 mm Höhe und da vorne hat es von mir aus diese 30 mm bei einem bestimmten Modell. Ja? Dann habe ich da sozusagen eine Löcher drinnen und die haben alle einen richtigen Sinn. Ja? Also, die Löcher da werden verwendet, um sowohl die Klötze einzuleimen, als auch dann die Zagen auf die vorbereiteten Klötze aufzuleimen. Wenn das passiert ist, dass der Zagenkranz aufgeleimt ist, dann wird es oben und unten eben gehobelt, beziehungsweise auch eben gefeilt. Ja? Und ich habe überall die richtige Höhe der Zagen, ich habe immer die richtige Höhe der Klötze und das Ganze ist auch in einer kompletten Ebene. Das lässt sich, wenn man die Klötze eingeleimt hat, dann werden die stehen noch vor, das zeige ich dann in einem anderen Video, wie ich das mache. Und dann habe ich sozusagen die Möglichkeit, kann das über ein Haarlineal kontrollieren, ja, dass ich da nirgends hobel. Das heißt, wenn ich das auflege, dann geht das ganz gerade aus. Und das ist überall das gleiche in grün. Ja. Das heißt, ich kann mich mal genau darauf verlassen, dass wenn ich einen Boden oder einen Deckel abgerichtet habe, dass der wirklich gerade ist, auch das kontrolliere ich mit einem Haarlineal, ja, dann weiß ich genau, dass alle Verleimungen richtig sitzen werden. Ja. Das hat sich sehr bewährt. Man muss da nur aufpassen, dass man sozusagen nicht irgendwie hobelt, beziehungsweise dass die noch zu hoch sind. Ja. Ich brauche dann nichts feucht machen, ich brauche dann nichts auf Plotten aufpassen, probieren, ja, weil das sind alles Sachen, wo Fehlerquellen drinnen sind, die in Wirklichkeit nichts bringen. Der einzige Nachteil, den ich habe, ist, dass ich ein bisschen mehr Material fürs Modell brauche, was ich halt, sagen wir einmal, beim Cello-Modell oder beim Kontrabass-Modell, dort spürt man es dann schon. Da ist es in Wirklichkeit wurscht, ob ich ein Bretterl mehr oder weniger verwende. Ja. Nur bin ich auch viel schneller damit. Ja. Und letztendlich ist das Modell also verschraubt, ja, damit ich es zerlegen kann. Und zwar zerlegen du es genau dann, ja, wenn der Zagenkranz gemacht ist, ja, und wenn das ganze Ding dann so weit vorbereitet wird, dass ich die Reifchen einleimen kann, einpassen kann, einleimen kann und nachher natürlich auch sozusagen die wieder egalisiere. So kann ich, wenn das vorbereitet ist, dann den Boden aufleimen, ohne irgendein Problem. Ja? Und dann tue ich die zwei zwingen, deswegen gibt es die zwei Löcher da drinnen, die tue ich dann ober, ja? Und dann bringe ich das Modell ganz klar raus, wenn der Boden aufgeleimt ist, und das ist absolut in der Position. Ja? Das ist was richtig Sinn macht, und wenn das Ganze dann sozusagen so gemacht ist, dass der Boden aufgeleimt ist, kommt das Modell wieder raus, wird wieder zusammengebaut, ja, und ich kann die nächsten Klötze reinmachen. Das mit den Klötze, wie man die macht, das kommt in einem der nächsten Videos. Und ich zeige euch das dann nur. Und ich kann dann nämlich hergehen, ich kann die Klötze sozusagen innen sauber vorbereiten, ja, und das schaut dann innen einfach auch so aus. Ja. Das heißt, ich habe Oberklotz fertig, ich habe die Eckklötze fertig. Kannst du das ein bisschen besser zuhalten oder muss ich den Rudi holen? Mei, es war so ein schöner Drehtag und jetzt macht er mir so eine Angst. Merkst du, wie ich zitter? Und ich habe dann im Prinzip genau dort, wo ich es wirklich brauche, nur Material. Ja, eine der einfachsten Methoden, sowas wirklich auch gescheit zu machen, ohne dass man irgendwo einen Fehler einbauen kann. Ja, also hat sich sehr bewährt. Ich kann nur sagen,
besser, aber was glaube ich nicht, dass wirklich geht. Ja? Eins vielleicht noch, wenn jemand sowas nachmachen will, die Löcher, die da drinnen sind, die haben natürlich genau den Sinn, dass wenn ich dann einen Zwinger ansetze, ja, zuerst leim ich da fest, die zeigen mit einem Backerl, das zeige ich noch, und dann da. Und das ist genauso schräg, dass das zubezirkt, die Zagen. Ja? Und das ist da auch genauso, dass es zubezirkt. Das ist genauso konzipiert, dass man sozusagen keine Fehler machen kann. Also einen Zagenkranz zu machen, ist in Wirklichkeit eine reine Routinearbeit. Ja? Das ist jetzt nichts Kunstvolles oder sonst irgendwas. Das Aushobeln haben wir gehabt. Jetzt zeige ich, wie das Modell ist. Und in einem der nächsten Video machen wir das, wie man die Klötze macht. Und dann kann man einen Zagenkranz bauen. Und am Schluss schaut er halt so aus, da sind jetzt diese Reifchen schon drinnen. Und das ist eigentlich fertig, dass der Boden aufgeklemmt werden kann. Ja? Und wenn der Boden aufgeklemmt ist, schaut so aus. Dann werden eben da die zweiten Reifchen gemacht, wird wieder sauber eben gemacht. Und dann kann man eigentlich auch den Deckel, wenn er so weit ist, aufleimen. Ja? Baby leicht, oder? Ein Wort noch zum Material, und zwar aus dem ich die Modelle baue. Ich verwende da eine sogenannten Sperrholzplatten. Das sind einfach nichts anderes wie kreuzweise verleimte Furniere, weil die in Wirklichkeit sehr stabil sind und ein hohes Stehvermögen haben. Das heißt, die verziehen sie im Normalfall nicht. Ja? Sind zwar mit so einem Leim verleimt, das heißt, wenn man die hobelt und plan macht, dass es wirklich eine Ebene ist, dann muss man halt den Hobel einmal nachschärfen, das Eisen. Aber nachher ist es sehr gemütlich zum Arbeiten und das gibt bare Ruhe. Also das macht schon Sinn. Wenn es um die Modelle geht, wie gesagt, hat sich sehr bewährt. Und man kann von einem Modell, bis es dann wirklich jetzt von den Maße her nicht mehr so stimmt, mit Sicherheit 20, 25 Instrumente bauen, wo ich auch schon gemacht habe. Und am Schluss Schrauben raus, durchschneiden und in den Ofen reinstecken. Perfekt. Und man macht sich das Neige. Ja? Hat mich gefreut. Fürs heutige Video war es das schon wieder. Mein Kasper wird heulen, weil das zu kurz wird. Trottel! So bin ich. Ja, aber ich würde es eben, also das kommt definitiv Grüß. Grüß euch, ich bin's wieder, der Peter vom Atelier Mörk. Geht? Meine Hand muss weg tun. Na, echt? Schwöre. Weißt? Ich weiß nicht, das klingt so ein bisschen fad, miert, unmotiviert. Grüß euch. Okay, nochmal. Weißt schon. Und das Hobeleisen halt stumpf wird, aber dann muss man es halt. Was schaust du noch? Wer geht denn vorbei? Ja, Pinguin watscheln. Ah! Ich schwöre was. Hat mich gefreut, dass dabei. Wenn Leute der Meinung sind, das ist alles andere als gut, bitte traut euch das reinschreiben.